Die Bullen- und Bärenmärkte wechseln sich nicht nur im Kryptobereich regelmäßig ab. Doch wie erkennen wir, wann diese Märkte oder zumindest kürzere Phasen innerhalb dieser Märkte anfangen und wieder enden? Wir haben für euch recherchiert und eine Metrik gefunden, die tatsächlich eine sehr hohe Aussagekraft besitzt. Wie ihr diese nutzen könnt, um eure Ein- und Ausstiege in Kryptoassets, aber auch in anderen zu optimieren, zeigen wir euch im heutigen Video. Bleibt auf alle Fälle mit dabei. Das könnte ein ganz entscheidender Wendepunkt in eurer Investment- und Trading-Karriere sein. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Der Kryptomarkt befindet sich seit ca. 9 Monaten in einem Bärenmarkt. Hier haben wir im Oktober 2025 das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hoch des letzten Bullenmarktes erreicht und bewegen uns seitdem in einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung. Dieser Bärenmarkt wird aber voraussichtlich alleine aus zeitzyklischer Betrachtung relativ bald enden. Wenn wir uns einfach mal die Vergangenheit anschauen, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwann Ende Q4 2026, Anfang Q1 2027 den finalen Boden im Kryptomarkt sehen könnten. Allerdings stellen wir uns hier natürlich die Frage, wie erkennen wir die Wendepunkte der großen, aber auch der kleineren Zyklen leichter. Wie erkennen wir also hier diese markanten Tops? Wie erkennen wir hier diese Böden? Wie erkennen wir aber auch hier diese Zwischenbewegungen viel einfacher, damit wir diese vielleicht auch gewinnbringend für uns nutzen können? Das ist die Frage, die wir heute in diesem Video vermehrt stellen. Und hier kommt jetzt die sogenannte Marktbreite ins Spiel. Die Marktbreite sagt nämlich aus, von wie vielen Werten eine Aufwärtsbewegung getragen oder eine Abwärtsbewegung begleitet wird. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Aktien- oder ein Kryptoindex, was auch immer, steigt, dieser Anstieg aber nur von zum Beispiel den 10 größten Werten im Index getragen wird, dann sprechen wir von einer relativ geringen Marktbreite. Nicht der breite Markt steigt also folgerichtig, sondern nur die Schwergewichte und vielleicht einzelne Werte. Und anhand dieser Metrik kann also ausgesagt werden, wie substanziell eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ist, ungeachtet von ihrer zeitlichen Dimension. In der Vergangenheit wurde die Marktbreite immer als Trendbestätigungssignal verwendet. Das bedeutet, wenn die Marktbreite hoch war, hat es den bisher anhaltenden Trend bestätigt und als gefestigt deklariert. Doch wir wollen heute einmal einen ganz anderen Ansatz wagen, einen konträren Ansatz. Wir betrachten die Marktbreite heute einmal als Kontraindikator. Das bedeutet also, dass wir ihn als Übertreibungssignal interpretieren, um danach, wenn wir die Übertreibung identifiziert haben, in die entgegengesetzte Richtung zu spekulieren. Bedeutet also, wenn die Marktbreite hoch ist, bzw. ihren maximalen Wert erreicht hat, dann ist das für uns ein Alarmsignal und wir gehen eher wieder von fallenden Kursen aus. Wenn hingegen die Marktbreite im negativen Bereich schon ist, also das heißt, wenn viele Werte in einem Abwärtstrend sich befinden, vielleicht sogar nahezu alle sich in einem Abwärtstrend befinden oder zumindest an einem Extremwert, Extrembereich notieren, dann sehen wir das wiederum als Übertreibungssignal und gehen wieder von steigenden Kursen aus. Und hierfür haben wir einen eigenen Indikator entwickelt und, das ist vielleicht auch ganz wichtig, weitere werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Wir starten nämlich heute dieses Video mit dem sogenannten Omega Breath Krypto Indikator unserer neuen Omega Tools Reihe. Bleibt also bis zum Ende mit dabei, um zu erfahren, wie ihr auch diesen Indikator für euch nutzen könnt, um tatsächlich einen riesigen Vorteil im Investieren, aber auch im Trading, gerade im Kryptobereich, zu bekommen. Was ist nun also der Omega Breath Krypto, kurz OBC? Das ist ein TradingView-Indikator, der bis zu 40 Kryptowerte gleichzeitig auswertet. Ausgewertet wird, welche dieser Werte sich in einem Aufwärtstrend und welche sich in einem Abwärtstrend befinden. Wir machen das mit Hilfe von 2 verschiedenen gleitenden Durchschnitten, die exponentiell gewichtet werden, weil diese Art von gleitenden Durchschnitten ganz besonders gut für die Trendverfolgung geeignet sind. Und deswegen sind auch die Ergebnisse hier sehr, sehr gut
ausgefallen. Jedes Asset wird dann mit einem Punktewert bewertet. Wenn ein Kryptoasset in einem Aufwärtstrend sich befindet, bekommt er den Punktewert +1. Wenn es sich in einem Abwärtstrend befindet, bekommt es den Punktewert -1. Und diese Punktewerte werden summiert und in einem Wert dargestellt. Je höher der Wert ist, desto höher ist auch dann die positive Marktbreite, also ein sehr starker Aufwärtstrend. Das geht bis in den Bereich von einem Punktewert von +40, weil es ja wiederum 40 Werte sind. Und je niedriger der Wert ist, desto höher ist die negative Marktbreite, desto mehr wird ein Abwärtstrend bestätigt. Und hier haben wir einen Wert von bis zu -40, weil, wie schon gesagt, 40 Werte eben vorhanden sind. Je näher der Wert an 0 ist, desto geringer ist die Aussagekraft, desto unschlüssiger ist sich der Gesamtmarkt, ob hier ein Auf- oder ein Abwärtstrend existiert. Und wie ihr hier auch seht, ist der Code des Indikators relativ komplex. Er hat über 300 Zeilen Programmiercode. Und für diejenigen, die sich mit dem Codieren etwas auskennen, die wissen, dass zum Beispiel ein ganz normaler RSI oder ein MACD gerade mal je nach Ausgestaltung 20 bis 40 Zeilen Code hat. Und das sind wir hier mit unserem OBC mit über 300 Zeilen doch schon relativ komplex unterwegs. Wie ihr also seht, haben wir hier einiges an Hirnschmalz investiert. Und natürlich wird dieser Indikator auch kontinuierlich weiterentwickelt, wenn wir sehen, dass wir hier noch Optimierungsstellen finden. Wir haben uns bei der Programmierung des Indikators überlegt, dass wir erst einmal die 39 größten Kryptowerte nach Marktkapitalisierung hier eben einpflegen und haben aber dann an Platz 40 noch einen Index des Gesamtmarktes exklusive der Top 100 verwendet. Warum? Es sollte ein sehr repräsentativer Mix eben für den breiten Markt dabei herauskommen. Und deswegen haben wir, wie schon gesagt, die 39 größten Kryptowerte nach Marktkapitalisierung genommen, aber auch die etwas kleineren Werte berücksichtigt, indem wir eben diesen schon erwähnten Index an Platz Nummer 40 verwendet haben. Der Indikator wurde bisher für die Zeitebenen 4 Stunden, 1 Tage und eine Woche entwickelt. Bedeutet, dass er also relativ kurzfristige Signale, aber auch sehr langfristige Signale liefern kann, je nachdem, welche Einstellung oder welche Ansicht man eben verwenden möchte. Und somit ist der Indikator zum einen für kurzfristige Swing-Trader sehr interessant, die ihre Trades nur über ein paar Stunden oder über ein paar Tage halten wollen. Aber er identifiziert auch markante und langfristige Wendepunkte des Kryptomarktes an sich. Wichtig zu wissen ist, dass wir den Indikator so programmiert haben, dass ihr automatisch Kauf- und Verkaufslabels im Chart eingezeichnet bekommt. Wie ihr hier auch im Endeffekt seht, diese roten OBC-Verkaufslabels deuten eben darauf hin, dass in dem spezifischen Timeframe ein Schwellenwert überschritten wurde, der uns sagt, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit für wieder fallende Kurse sehr, sehr hoch sind. Und somit könnt ihr im Endeffekt auch den Indikator an sich minimieren. Das heißt hier zum Beispiel auf diese Funktion klicken, damit ihr weiterhin relativ groß euren Chart auch seht und habt eben nur einen aktiven Indikator, der aber verborgen ist und euch immer automatisch anzeigt, wann ihr Handlungsbedarf bzw. Tradingbedarf habt. Ihr braucht also nicht jedes Mal prüfen, ob irgendwelche Signale vorhanden sind, sondern die werden ganz automatisch als Signal im Chart bereitgestellt. Wenn wir uns mal die Signale der einzelnen Timeframes miteinander angucken, dann werdet ihr feststellen, dass in der Tat die Signale sehr, sehr akkurat ausfallen. Das hat uns tatsächlich selber auch etwas überrascht, wie gut die Signale ausgefallen sind. Wenn wir hier einfach mal das Lineal ansetzen und wir stellen hier fest, dass zum Beispiel hier auch im April 2025 einmal der Indikator angeschlagen hat, stellen wir fest, dass hier nahezu perfekt der Boden herausgesucht wurde, genauso wie hier. Hier konnte man auch einen sehr schönen Trade mitnehmen, selbst wenn man den nicht perfekt mitgenommen hat, waren hier locker über 6% drin. Und wenn ihr wisst, dass das für kurzfristige Swing Trades eine Welt ist, dann kann man dann schon relativ viel damit machen. Hier zum Beispiel auch haben wir es relativ gut erwischt. Ja, hier sind dann auch wieder Bewegungen von um die 12% drin gewesen. Hier haben wir es relativ gut erwischt. Hier hatte den Abwärtstrend nicht ganz so gut erwischt, dafür aber wieder hier unten am kompletten Tief dieser Bewegung. Hier diese ganzen Zwischentiefs sind sehr, sehr gut mitgenommen worden. Auch hier ein Zwischenhoch hätte man sehr gut handeln können. Und von daher seht ihr, dass die Signalqualität wirklich sehr, sehr hoch ist und wichtig, hier findet kein Repainting
statt. Hier wird, wenn einmal ein Label eingezeichnet wird, das nicht mehr korrigiert, sondern das sind absolute Labels ohne Repainting. Wenn wir uns die Signalqualität des Tagescharts miteinander angucken, dann stellen wir fest, dass hier natürlich die Signalquantität etwas niedriger ausfällt, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr hohe Qualität hat. Hier zum Beispiel im letzten Zyklus wurde das Zwischentief, bevor nochmal eine ordentliche Rallye losgegangen ist, wunderbar abgefangen. Auch hier diese Zwischenbewegungen nach oben. Hier unten wurde relativ nahe am Tiefpunkt wunderbar der Tiefpunkt abgegriffen. Hier eine kleine Zwischenbewegung, bevor es nochmal ordentlich abgegangen ist. Hier in einer relativ tiefen Zwischenkorrektur, bevor das letzte Hoch gekommen ist. Auch das absolute Top wurde wunderbar abgefangen und auch die letzten Zwischenhochs während des bestehenden Abwärtstrendes wurden nahezu perfekt angezeigt. Und wenn wir uns jetzt noch die Signale des Wochencharts miteinander angucken, dann sieht man im Endeffekt, dass die Signalpräzision sehr, sehr hoch ist. Hier das absolute Tief haben wir wunderbar abgefangen. Hier ein relativ starkes Zwischenhoch, sodass man, selbst wenn man hier komplett alle seine Bestände verkauft hätte, nicht mehr arg viel verpasst hätte. Und hier hätte man wiederum eine sehr, sehr große Bewegung mit nach oben mitnehmen können. Wie ihr also seht, sind die Ergebnisse in der Vergangenheit für eher kurzfristige Trades, aber auch für langfristige Wendepunkte sehr akkurat ausgefallen. Allerdings würden wir die Signale, die der Indikator euch liefert, nicht einfach nur blind handeln, sondern eher nur zur Kontexterweiterung nutzen. Bedeutet also, wenn ihr bereits einen bestehenden Ansatz habt und verfolgt, wie zum Beispiel die Elliott Wave Analyse, einen zeitzyklischen Ansatz, eine Fundamentalanalyse, einen quantitativen Ansatz und so weiter und so fort, dann sollte dieser OBC mit seinen Signalen eben einfach nur euch dabei helfen, die bestehende These zu bestätigen oder vielleicht zu widerlegen. Wichtig ist auch zu wissen, dass ihr selber die Möglichkeit habt, die Strenge der Signale selbst einzustellen. Das heißt, dass weniger Signale dann noch einmal kommen, diese aber dann dafür noch qualitativ hochwertiger sind. Oder wenn ihr mehr Signale haben wollt, diese aber dann einfach vorher noch besser von euch manuell gefiltert werden sollten. Wenn ihr den Indikator für euch nutzen wollt, um euer Investieren, aber auch euer Trading massiv aufzuwerten, für die ersten 50 Mitglieder unserer DeFi Insider Mastermind Gruppe steht dieser Indikator dauerhaft kostenlos zur Verfügung. Weitere Indikatoren, die folgen natürlich auch und sind ebenfalls für alle Mitglieder auch in Zukunft vollkommen kostenlos und natürlich auch die diesbezüglichen Updates. Gerade den OBC sollten wir alle paar Monate mal aktualisieren, da sich die Größe der Kryptowerte auf ihren Plätzen verändert und somit eine Neujustierung des Indexes schon vorgenommen werden sollte. Und wie schon gesagt, weitere Indikatoren sind ebenfalls schon in der Programmierung und werden in den nächsten Wochen, aber auch Monaten den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Das ist also einfach unsere Mastermind-Gruppe, einfach mal kostenlos und unverbindlich 7 Tage und entdeckt einfach, welchen Mehrwert ihr dafür erhaltet. Wenn ihr ein besserer Investor oder Trader werden wollt, dann seid ihr bei uns wirklich Gold. Richtig. Alle Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.